Hallo, heute schauen wir uns gemeinsam die Artikelübersicht an und wie wir damit effektiv Daten filtern und mit Artikeldaten arbeiten können. Die Artikelübersicht öffnest du, indem du unter dem Verkaufsreiter gehst und die Artikeldaten öffnest. Hier siehst du eine Übersicht mit all deinen enthaltenen Produkten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach detaillierten Informationen zu filtern. Beispielsweise haben die Möglichkeit, bei jeder Überschrift explizit nur diese Informationen zu filtern. Das bedeutet, ich könnte bei dem Artikelnamen nach Matrix Produkt Test suchen und werde nur Produkte angezeigt bekommen, welche dies im Namen enthalten haben. Natürlich kann hier auch nach aufsteigenden und absteigenden Informationen gefiltert werden. Grundsätzlich habt ihr die Möglichkeit, diese Spalten auch zu erweitern. Dies findet ihr in den Grundeinstellungen im Systemreiter. Natürlich sind das nicht die einzigen Filteroptionen, sondern es gibt auch eine globale Suche, die ihr hier oben findet, mit der ihr auch Ähnliches erreicht. Allerdings werden hier alle angezeigten Spalten durchsucht. Daher kann diese Suche auch etwas länger dauern, als wenn ihr nur nach der Artikelbeschreibung bzw. dem Artikelnamen sucht. Es gibt ebenso Schnellfilter, um beispielsweise nur Lagerartikel ersichtlich zu machen oder nur Stücklisten zu sehen. Um detaillierter zu arbeiten, empfiehlt es sich, mit den erweiterten Filterfunktionen zu arbeiten. Beispielsweise könnt ihr sehen, in welchem Shop aktuell eure Produkte gelistet sind, beziehungsweise auf genau einen Shop filtern. Oder aber ihr könnt auch nach einem Hersteller filtern. Hier werde ich nur einen Artikel ausgegeben bekommen, da nur einmal der Hersteller gepflegt ist. Bei dem erweiterten Filter ist es wichtig, dass dieser zurückgesetzt wird, da er sonst beim Neuladen der Artikelseite immer angewandt wird. Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, hier farbige Labels, die ihr komplett individualisieren könnt, anzulegen. Das könnt ihr machen, indem ihr hier rechts den Pfeil nach links betätigt. Um hier eine gewisse Übersicht zu wahren, habt ihr die Möglichkeit, die Einträge pro Seite hier oben rechts zu steuern. Standardmäßig sind 10, 25, 100 und 1000 Einträge verfügbar. Im Grundeinstellungsmodul im Reiter System habt ihr die Möglichkeit, auch eine individuelle Anzahl anzugeben. Um neue Produkte anzulegen, müsst ihr nur oben rechts auf Neu klicken. Des Weiteren, wenn ihr weitere Informationen zu einem Produkt habt, könnt ihr auch diese Informationen aufklappen, um beispielsweise die verfügbaren Einkaufspreise, die verfügbaren Verkaufspreise oder beispielsweise auch die Bestandslage zu prüfen. Natürlich habt ihr auch die Option, Informationen zu exportieren. Hierzu müsst ihr auf Werkzeuge gehen und könnt beispielsweise als CSV, Excel oder PDF exportieren. Wichtig zu wissen, ihr exportiert damit nur die Informationen, die ihr hier in der Übersicht seht. Es werden keinerlei weiteren tiefen Informationen wie Preise oder Bestände, beziehungsweise Bestände schon, aber Preise beispielsweise nicht exportiert. Hierfür müsstet ihr über die Import-Export-Zentrale arbeiten. Um massenweise Artikel anzupassen, habt ihr ganz unten auch eine Stapelverarbeitung zur Verfügung. Das bedeutet, ich kann jetzt mehrere Produkte auswählen und kann über die Massenbearbeitung entsprechend Informationen anpassen. Sei es die Herstellerinformationen, ob es sich um ein Lagerprodukt handelt oder nicht, oder auch, ob der Lagerzahlen-Sync zum Shop gegeben sein soll. Dies war es auch schon mit der Artikelübersicht. Viel Spaß mit dem nächsten Video.